Neues Preseason-Video von Riot Games. I'm Ryan Reeve Morales, lead producer of gameplay on League. You might remember me from all those champion roadmaps, but today, for reasons I can't even fathom, they put me in front of a camera again. To talk about all of League this time. So buckle up as I dive into some of the champions we have in development. Warte, lass mich mal ganz kurz, bevor wir jetzt weiter gucken, gucken, was jetzt kommt, weil wenn er jetzt, es gibt keine Kapitel, ach mein Gott. Aber wenn jetzt über Champions redet und über Skins, dann kann ich das skippen, ich will die großen Änderungen sehen. Over to Riot Reaktion, who is going to talk to you about the recent durability update, as well as our plans for Preseason. Lauter bitte, okay. So before we get into the new champions coming up this year, let's take a quick look back at the champions we've released in 2022 so far. Ja, okay, das gibt mir, right? Ceri, Udyr, okay, actually. Worthy of the Freljordian gods. Udyr's development has been a long journey, especially since he's been the first VGU that we've done that's had an ultimate skin. We appreciate you all being patient with us on this one, and hopefully the wait has been worth it. So in addition to the new champions we've released this year, we've also been shipping a lot of mid-scope updates to various champions, including Janna, Ahri, Swain, Talia, Olaf, and recently Sivir. Because we slowed down the release of new champions, we've had a bit more time to ship smaller updates to champions on the roster that have fallen behind the pack. So the goal of mid-scope updates isn't to reimagine a champion's visuals, theme, or gameplay. That's reserved for VGUs. Instead, we want. Ganz ehrlich, diese Mid-Scope-Updates, über die er gerade gesprochen hat, von so Ahri, Talia und Sivir, die drei Beispiele sind eigentlich ganz geil, aber es gab es auch schon öfter, auch mit Olaf, Swain und auch davor mit Kog'Maw, Rengar, LeBlanc. Früher mit Kog'Maw, Rengar, LeBlanc war das alles ein bisschen nicht so geil, aber die aktuellen kleineren Updates finde ich eigentlich ziemlich cool und geben den Charakteren neue Stärken und trotzdem Nischen-Power-Spikes. Klar, Talia, Sivir und Ahri waren alle ziemlich broken, sind es immer noch, aber werden jetzt ja angepasst und Ahri und gerade Talia wurden jetzt ein bisschen zurückgenervt und Sivir auch. Heißt, meistens, wenn Riot ja neue Champions rausbringt oder Champions anpasst, werden sie erstmal overbufft, damit mehr Leute sie spielen, damit Leute das testen und zeigen, was die Champions können und dergleichen. Und ich finde es aber deutlich cooler, als wenn sie einfach immer neue Champions rausbannern, die alten einfach ein bisschen mehr viable zu machen. Mit kleinen Änderungen ist ja schon sehr stark. Ahri war für Ewigkeit einer der coolsten Champions der Competitive. Niemand hat sie gepickt, weil sie einfach kacke war im Vergleich zu anderen Midlanern. Zum Beispiel Faker wollte ja einen Ahri-Skin haben in 2013, aber durfte keinen nehmen, sondern musste sich für Zed entscheiden, da war er einfach tot für eine Ewigkeit. Ja, sowas halt super cool. So ein kleiner Reset auf Ahri und auf einmal ist sie ein 2022 Champion, Season 12. Gerade halt Season 3. Also schon ganz cool. Und auch so ein Champion wie Sivir hat Liebe verdient gehabt und all solche Änderungen finde ich eigentlich ganz nice. Damit alte Champions einfach viable bleiben. I want to freshen up champions that aren't living up to the expectations of the players who love them. We try to strengthen their fantasy even more, rather than reinvent it. So for Swain, we pushed his fantasy of an unkillable frontline mage to the max. And for Ahri, we focused on her fantasy of a mobile mage, rather than the assassin she had become. We saw really great responses to these projects, as well as healthy play rate spikes after their release. Given all of this, we want to keep pursuing mid-scope updates, and we already have a few champions we're exploring, including Neeko and Syndra. Neeko and Syndra. Neeko braucht Liebe. Syndra ist maybe sogar okay, aber Neeko. So now let's talk about some projects I've been super excited to share with you. So later this year, we have a new top lane tank hailing from Shurima, who I briefly mentioned in the last champion roadmap. This new champion will introduce a part of Shurima that we haven't explored. Ein neuer Tank? Ist nicht der letzte Tank, der rausgekommen ist? Einfach Ornn. Und Ornn hat irgendwie ein Skin bekommen in 30 Jahren. Das heißt, der Shurima-Tank muss cute sein, damit er Skins bekommt. Dann wird er auch gebufft. Believe in it. Yeah. The city of Nezuma. Now, Azuma is an oasis city-state in the southern outskirts of the desert, and unlike the rest of Shurima, they don't bow to Azir. Situated on one of the only water sources for miles, the people of Nezuma had to compete with giant monsters just trying to stay hydrated. It was a hard-fought struggle, but they eventually claimed the oasis as their own and built their society around it. Now, 500 years later, this new champion leads the warriors of Nezuma to hunt those same monsters, using the rare resources they gained to build their infrastructure and weapons. He actually fought one of the largest monsters the desert has ever known, creating his unique Entofos out of its rare regenerating hide. Entofos are huge, blunt weapons that can be used defensively.
but at any moment, he can shatter them, Also, revealing Leute, carefully so crafted langsam. blades, capable of... Oder rede ich einfach zu schnell, aber ich habe immer richtig Bock, alles vorzuskippen. Das ist auch, wenn ich Hörbücher höre, dann muss ich immer die auf 1,5 hören. Das ist einfach zu langsam. Like, aber ich will jetzt eigentlich nichts über die Lore hören, ich will über das Game was wissen. Soll ich dann vorskippen für Game? Weil ich habe jetzt eigentlich, also über die Lore will ich nichts weiter hören. Tearing through any foe in seconds. Soon after, the hide will regenerate back to its blunt form, so he can, like, bludgeon the crap out of you. It's honestly quite impressive to see. But you don't have to take my word for it. The entire city-state is basically permanently impressed by him. I mean, he's Kasanti, the pride of Nezuma. You don't get that title for nothing. So after Kasanti, we will be releasing the highly anticipated Aurelion Soul CGU. To remind everybody, a CGU, or Comprehensive Gameplay Update, is a new type of update we are testing out on Aurelion Soul. So the goal is to completely reimagine A-Soul's gameplay without changing his visuals or narrative at all. Wait, what? Sie wollen sein gesamtes Gameplay ändern, ohne seine Visuals zu ändern. Wie soll das gehen? So, seine Q, seine W, kriegt die gleiche Animation, aber sein W stand jetzt, seine Q slowed und... Hä? Wie soll sie das denn machen? Aber A-Soul hat auch auf jeden Fall ein Update verdient. Der Champion ist einer der outdatedsten Champions oder der clunkigsten Champions, die das Game hat. Aber theoretisch ist er gar nicht mal bad. Also, vielleicht ist so ein Update für ihn angebracht, damit er playable wird, aber nicht ganz so clunky ist. Denn seine Playerbase ist eigentlich sehr happy mit Aurelion Soul, aber es sind halt sehr wenige Spieler, weil der Champion halt so einzigartig ist. Since let's be honest, those aspects of Aurelion Soul are still amazing, even by today's standards. But I know what you're thinking. Less talking, Mr. Reeve, more action. And by action, we mean videos. Okay, fine. Twist my arm a little bit more, will you? Now keep in mind, the visuals are still a work in progress. One of the goals was to enhance his dragon theme. And what do dragons do? Well, they breathe fire, of course. A-Soul's new Q allows... Einfach Rayquaza Hyperstrahl, no? Also 1:1 Hyperstrahl. Ist nicht ganz Rayquaza, aber keiner. Wo ist meine Ash Arrow? Rayquaza war so weak gegen Eis. Fucking Dracheflug. ...to breathe fire for as long as he has mana to do it. But let's not forget the other thing dragons do. Fly. His new W allows him to take to the skies. But this time, he doesn't have to walk in a straight line for, like, ever. He can now fly with the push of a button. But really, let's be honest. He's a dragon. And if there's one thing more iconic than either flying or breathing fire, it's flying while breathing fire. Which you can do by combining his Q and W. We did Das it. ist keine Hype? So after Aurelion Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. Wait, aber das war's schon, ich will Fire. mehr über ihn sehen. Which you can do Weil wir einfach vorbeislidet. by Ist einfach combining his Q die Ms and vom W. Pantheon. Wait, das ist ja so geil. Aber du musst wahrscheinlich einen Punkt, du kannst das nicht canceln, right? Weil er ist ja irgendwie verbunden mit irgendeinem Punkt, den er markiert zu haben scheint. Also er muss dorthin fliegen. Wait, das ist ziemlich cool. We did it. So after Aurelion Soul, we have a champion I've been literally dying to talk to you about. One of the things the League community hounds me about constantly is wanting to see more Darkin champions. Yeah, Darkin fans are like, throw me a frickin' bone here. And believe you me, I'm right there with you, barking for some Darkin. Then one night, at around 2:34 a.m., I woke up in a fever sweat, and at that moment it hit me. I'm on the champions team. If I want more Darkin, I can just talk to the team about it. And Arthur ist einer der coolsten Champions in League vom Theme her. Seine Voice-Over ist so fucking geil, sein Gameplay ist geil und jeder Skin, den er bekommen hat, in dem hat er eine fucking Strumpfhose an, for some fucked up reason. Aber ja, ich glaube, mehr Darkin Champions können richtig cool sein, weil sie sind halt edgy Raid-Bosses, teilweise, aber auch mit cooler Lore. Und es kann halt so ein bisschen so die Gegner von den ganzen Star Guardian, KDA-Stuff sein, right? Was dann auch quasi die andere Playerbase beglücken würde, wie er gerade auch ausgeführt hat. gosh dang it, I did just that. And the team was like, heck yeah, we want more Darkin as well. We love Darkin. So yeah, long story short, we're making a new Darkin assassin. So I know what you're gonna ask next. What's the weapon? Each Darkin is trapped in some super awesome weaponry. Please tell us what it is, we must know. And while I love watching you all squirm beneath my intricate yet vague champion roadmap teasers, I'm not gonna be that cruel today. The weapon's like the coolest part about Darkin after all. So this one was actually entrapped in a dagger, which is now a Darkin dagger, of course, because that's how that works. And here's what it looks like. Ooh, so edgy, so dark. Ein neuer Darkin Assassin. Mit einem Dagger. Dagger hat Widerhaken. 3 Szene. Aber der Dagger sieht nicht bad aus. Kann man eine coole Fantasie draus machen. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht, dass es ein Darkin Assassin wird. Weil ich fand eigentlich, dass wir mit Kayn und generell den Assassins, die in League schon da sind, genug von dieser Art Champion haben. So Zed mit den Schatten und dergleichen. Und also das geht ja alles in die gleiche Richtung, right? So Zed mit Schatten, Kayn mit Schatten, mit Darkin Assassin, was auch immer. Jetzt noch ein Darkin Assassin, Shadow, was auch immer. So ein Darkin Support hätte ich zum Beispiel auch sehr gefühlt. Jetzt haben wir AD Carry, Jungler, Toplaner und noch einen Midlaner oder Jungler. Also Assassins werden in Midlaner oder Jungler gespielt eigentlich.
Interesting. Arc. And as to who or what got a hold of these daggers, well, you'll just have to wait and find out. Another thing a lot of people have been asking to see progress on is the Ahri update that we announced at season start. Well, the ASU team has been hard at work and is ready to share some art, like the final composition seen here. The base version is close to complete, and the team is super excited to show you some of the progress on how she's looking in-game. Look at all those sweet polygons. And here's a sneak peek of her updated VFX. Ahri still has a ton of skins that also need to be updated. Was war gerade da anders? Peek of her updated VFX. Was ist da updated? Das sieht doch aus wie immer, oder nicht? Wo bin ich dumm? Sweet polygons. And here's a sneak peek of her updated VFX. Ist da irgendwas anders? Ich meine, Ahri ist ja der bestverkaufte Champion in League irgendwie. Doch der meistgeklickte Hentai-Champion. Aber ich habe jetzt da nichts Neues gesehen jetzt hier bei der Ahri still has a ton of skins that also need to be updated. Na gut. So she still needs a little more time in the Foxfire oven before we can get her in your hands. But you can expect to see her sometime early next year. So that's about it for champion news. Though I will leave you with one small thing. Ja. On top of wanting a new Darkin, we've seen a lot of players asking us to expand on Ixtal. We've Was also ist heard you Ixtal? asking for us. Richard, was ist X-Tal? War das... Okay, X-Tal ist entweder irgendwas mit Lissandra, Frozen Watchers, oder ist es irgendwas mit Void? To make a male enchanter. Well, I say, why not both? I'm happy to say we have right now, in very early development, a new male enchanter from Ixtal. The new champion will show a very different side to Ixtal, far from the lavish palaces Kiana grew up in. So take a look at this art teaser that the team working on and put together. Oh my god, they're so adorable. Well, that's enough cuteness for now. So as promised, let's hear from Riot Roxanne on the champion durability update and preseason. Der hit me, Riot Foxhall. Opel in Großbritannien. Hey everyone, I'm Matthew Long Harrison, aka Riot Roxanne, lead game designer on the Summoners Rift team. Oh, das ist der neue Magietta, ne? Den habe ich bis jetzt noch nicht lieb gewonnen. Magietta hatte ich auch schon nicht lieb, aber Froxer und ich habe ich auch noch nicht lieb. Mal gucken, was du mir heute bringst. We work on things like balancing the game, in-game systems like the durability update and items, and preseason. I've got a few things to cover today, so let's jump right into it. A few patches ago, we launched the champion durability update. Our goal was to increase the durability and reduce the damage and healing of every champion in League. We've been closely monitoring the results, and after some targeted adjustments, we're really happy with where the update landed. A lot of you have mentioned how much you like the update, and that it feels good to have fights last longer with more chances for skill expression. And we're glad that it helped make League feel fresher. That said, we don't have plans to make changes of this size outside of preseason in the future, unless it's really necessary. What we don't want is for huge changes like this to disrupt League's competitive integrity. Okay, Twitch-Chat. Nach all den Changes, right? Ich finde, Heilungen sind kinda oppressive. Tanking ist es gut. Wie findet ihr Heilungen? Heilungen sind doch eigentlich jetzt ziemlich OP. Das ist auch, was Riot predicted hat, dass eigentlich, wenn Tankiness und Heilungen genervt werden, Heilungen noch wichtiger werden, weil Fights länger gehen, bla 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 bla. Und Heilungen jetzt mit schlechten Anti-Items sind immer noch ziemlich strong. Mal gucken. Especially in the middle of the season. Speaking of which, let's talk about our plans for preseason. Übel OP. I mean, Heilungen sind schon ziemlich stark aktuell wieder. Similar to last year, we're making more targeted changes to various systems. Our multi-year goal is to bring everything in League up to modern standards before doing updates on the scale of Runes Reforged, Elemental Rift, or the item update again. So for this preseason, we're updating systems including communication and vision, making the jungle more exciting and accessible, and bringing back a familiar foe. Our communication system is showing its age, especially in comparison to some of our other games. So we're giving it some much needed attention with new features that'll make it easier to communicate with your team and walk away with the win. To that, we're expanding our in-game ping system to allow for better communication with your team. The current system only lets you share very basic communications, and while we appreciate your ingenuity with the limited pings you have, we wanted to give you more opportunity for clearer communication. The updated pings will include everything you already know. Okay, also ganz ehrlich, das ist fucking useless, oder? Aber ich meine, es ist ein nicer Quality of Life Change, aber ich glaube nicht, dass es viel ändert. Eigentlich kannst du mit den jetzigen Pings alles ausdrücken, so on my way, also jeder benutzt halt Miss-Spam-Ping als normales Ping, also als einfach nutzlosen Ping quasi, aber gerade der Attention-Ping ist der neue Miss-Ping, on my way-Ping heißt eigentlich fighten, heißt alles, also. Aber okay, ich meine, das ist ja nicht schlechtes, ne? Mehr Optionen sind immer gut. Niemand hat, glaube ich, was gegen mehr Optionen. And love, plus expanded vision options and a call to engage.
So, We're also- der Freeze-Call ist keiner cool. We wanted to give you more opportunity mal for durchgehen clearer gleich. communication. The updated pings will Engage. include everything Assist me. you already know and love. Alright. Also, deine Lulu-Support ist AFK, wenn du AD Carry bist, dann pingst du ihr, dass sie harassen soll. Ist eigentlich, ist keiner cool. Keiner cool. Plus expanded vision options. Standard, Freeze ist Standard. Was ist das hier dann? On my way wahrscheinlich einfach, ne? Einfach, die Hauptpings bleiben quasi an dem gleichen Punkt. On my way ist rechts, ja, Assist me, ja, der Rest And a bleibt call gleich. to engage. Ja. We're also thinking about ways to emphasize Not pings bad. with teammates, Eigentlich plan fein. macro strategy for objectives, and keep track of where pings are on the map, even if they're off your screen. In addition to the changes to communication, we're making some small improvements to the vision system, Ja, Option as ist it's a cool. bit outdated. It's not super clear that you can swap vision trinkets, and it's definitely not clear how you can best utilize them. To that, we're exploring ways to make vision trinkets more intuitive. You'll be able to see how many wards you have on the map, and preview where they'll go when placing them in walls. Oh! Das ist so ein Ding, ist weiter über die Jahre viele Sachen gemacht, die League leichter machen. Sowas macht League auch leichter. Aber so gerade dadurch, dass Higher Lower Ground in League of Legends so abfuck und inconsistent ist, finde ich so ein Change ist ziemlich cooles Quality of Life Improvement. Das ist schon in Ordnung. Es macht halt Sachen leichter, I guess. Wir halt die gewissen Wardspots kennen, aber die Wardspots existieren ja so oder so. Das heißt, wenn du die davor benutzt hast, kannst du immer noch benutzen und jetzt können halt mehr Leute die benutzen. Deswegen ja leichter. Aber ja, dadurch, dass halt so vieles inconsistent ist, finde ich das irgendwie okay. Another focus this year is the jungle. We know it's often a highly stressful role, where you need heaps of knowledge to be baseline proficient. There's a lot riding on junglers, as they're often the backbone of the team's strategy, while sometimes getting unjustly flamed. So we're looking to make some changes to make jungling more intuitive, and to help alleviate some of its more painful parts. Our first change is improving buff sharing. Donating buffs to your laners is an important part of being a jungler, but it feels bad to lose the gold, experience, and bonuses they provide. We're exploring a bunch of things to make this more painless to junglers, like buffs leaving behind a little friend that also has a buff, and a few other potential directions. We're also looking at ways of improving jungle camp patience rules. The goal of this change is to make it so you don't get overly punished by accidentally pulling camps too far. You shouldn't have to know exactly what pixel to stand on to do red buff and raptors at the same time without one resetting. So we're making changes that will make it less punishing when that happens. We know some junglers like to hyper-optimize their clears, and we want that knowledge to be rewarded. We'll still keep unique, optimal clears for different champions, like Kayn starting Raptors and Shaco doing whatever it is he does. All this said, we're not trying to make mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling. Laber keine Scheiße! Du machst Mastering Jungle einfacher mit all sowas. Of course, die kriegen wir mehr. Ach nee, wir gucken uns zu ändern. We still want you to be rewarded for taking the time to master your role and champions. There are some other improvements we're exploring for the jungle, but it's still too early to share more, so we'll check back in later. Okay, also, über die Jahre ist der Jungle immer mehr wichtig und immer mehr und auch einfach leichter geworden, right? Einfach weil die Jungle-Camps kein Damage mehr machen. Früher bist du beinahe gestorben, wenn du ein Camp gesolot hast als Amu. Heutzutage pulst du am besten 3 Camps zusammen, damit du die machen kannst. So wie das gerade klang, kannst du vielleicht da wirklich Wölfe, Gromp und Bluebuff zusammenpullen an irgendeinem Punkt, Alter. Und ja, ich weiß nicht, was ich darüber denken soll. Ich halte es im Endeffekt für großteilig fein, was Riot macht. Ich liebe es, Jungle zu haten, weil die Rolle absolut disgusting OP ist in High Elo. Aber ich verstehe es, Riot Games Approach ist halt nicht unbedingt High Elo. So viele Leute spielen halt Low Elo und das Jungle die bei weitem härteste Rolle. Es ist halt deutlich härter zu wissen, was du im Jungle machen musst, als einfach auf Toplane zu laufen und Minimave zu farmen, keine Frage. Aber in High Elo ist Jungle halt giga broken. Immerhin haben sie Smite genervt, darüber hat sich ja vor allem Perks sehr viel beschwert. Der Perks hat quasi jede Woche einen Tweet rausgehauen, warum Smite, Exhaust, Teal, Ignite und Blue Buff zeitgleich ist. Aber ist ja einfach alles zeitgleich. Und Jungle wird jetzt wieder gebufft, I guess, oder zumindest leichter gemacht. Was im Endeffekt vielleicht okay ist. Ich denke, was er auch gesagt hat mit der Mastery auf der Rolle, das ist, er macht die Rolle leichter, er macht das Mastern der Rolle auch leichter. Aber immerhin, allein, dass er es erwähnt, zeigt er quasi, dass es für ihn um Low Elo geht. Ne? Dass er jetzt sagt, wir wollen das Mastern der Rolle schwer machen, ist ja quasi der Aspekt, der High Elo-Leute betrifft. Und Einsteiger oder Leute, die halt nicht so viel über League verstehen und wie sie Sachen machen müssen, macht dann Jungle in Low Elo leichter. Und Jungle ist eine der unbeliebtesten Rollen in Low Elo und einer der stärksten High Elo. Wir hatten für 5 Jahre in Folge bei Worlds entweder Jungle oder Mid ein MVP. Jedes einzelne fucking Mal. Und dann sind immer die ganzen Leute, die gehypt werden, Tieren auf Lee Sin und so weiter. Aber Jungle war mal das hier. Jungle war mal dein Season 3 Bot, der Tank 1 gekauft hat, Orakel gekauft hat, einfach nur ein Tank war, kein Farm bekommen hat. Lee Sin, der fucking Ward-Item rushed into Locket auf Lee Sin. Lee Sin, der Locket Rush, das war mal Jungle. Eine Supportive-Rolle, die ein zweiter Support war und trotzdem eine Menge Strategie auf der Map hatte. Und mittlerweile ist Jungle halt eine der besten Carry-Rollen seit Ewigkeiten geworden. Und ich finde auch nicht, dass Jungle zurückkehren sollte zu so einem zweiten Supporter und irgendwas, aber dass Jungle permanent stärker ist als Laner am 1v1 wegen Smite, wegen Skirmishing Smite.
war eine sehr disgusting Meta. Und inwiefern Riot das anpasst, mal gucken. Aber Jungle war mal eine ganz andere Rolle. Und das Power-Level ist jedes Jahr angehoben worden. Jedes Jahr wird Jungle stärker und leichter. Mal gucken, was dieses Jahr dann erfolgt, 2023. Captives and Shaco doing whatever it is he does. All this said, we're not trying to Wie make... gesagt, also das Fundament dieser Changes ist halt immer, dass Jungle in Low-Elo unbeliebt ist und schwach und in High-Elo halt stark. Aber das ist halt super schwer zu balancen. Das ist ja auch das gleiche Problem mit Top-Lane und TP. Top-Lane und TP ist halt der Competitive zum Beispiel stark und in Solo-Queue schwach. Das ist halt quasi genau andersrum wie mit Jungle und es ist halt einfach ein schweres Game zu balancen für alle Server, alle Regionen, alle Styles, Competitive und Solo-Queue. Ich würde sagen, Riot hat weitestgehend einen sehr guten Job gemacht, das Game innovativ neu zu halten, Jahr um Jahr um Jahr. Aber Jungle und Toplane haben da so quasi einfach einen Weg auseinander gedriftet gefunden letztendlich. Gerade in Solo-Queue. Und es macht halt das Game, also quasi die Rolle mit den meisten strategischen Entscheidungen auf der Map, Jungle, wird immer leichter und die Rolle mit den wenig strategischen Entscheidungen kriegt immer weniger Einfluss aufs Game und es driftet halt so auseinander, dass es sehr leicht ist für einen Toplaner sauer auf Jungler zu sein, weil du quasi diesen riesigen Unterschied spürst, right? Also wie es auseinanderdriftet. Und ja, mal gucken, wie sie Jungle da anpassen. Im Allgemeinen denke ich aber, dass Riot eigentlich über die Jahre ziemlich gute Changes gemacht hat, um das Spiel halt cool zu halten und auch für neue Spieler attraktiv zu halten, denn früher war es halt sehr strategisch, mit so Double Wards, Jungle Support. Heutzutage ist es einfach blutiger mit mehr Mechanics und ich glaube, das gefällt den jüngeren Spielern mehr und hält auch das Game einfach frischer und auch einfach gut für China. Und China ist einfach der größte Abnehmermarkt für League of Legends, right? Da sind wir die meisten Spieler. Und ja, geht einfach in genau diese Anime, Genshin Impact, Explosion-Richtung, die halt den Leuten gut gefällt. Mastering jungle easier, but we do want to make it easier to start jungling. We still want you to be rewarded for taking the time to master your role in champions. There are some other improvements we're exploring for the jungle, but it's still too early to share more, so we'll check back in later. The final preseason change we want to talk about today is the long-awaited return of everyone's favorite Drake, the Chemtech Drake. While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, she won't bring you back from the dead anymore. Instead, the new and improved Chemtech Soul grants more damage and damage reduction when you're low health. And when the Chemtech Drake takes over the rift, the plants on the map mutate and become empowered. For example, Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards revealed enemies, and Blast Cone will take you further than ever before, like from blue buff to mid lane. We still have other plans for preseason. Das ist komplett fein. So, das ist mal Chemtech Dragon cool. So, die Pass davon ist nicht ganz so hype für jeden Champion, ne? Damage Reduction, Damage, auch wenn du Low HP bist, ist nicht wichtig für eine Lulu oder sowas. Aber ein Thunderdrake ist ja auch nicht gut für Ornn oder Sejuani. Dass du einen halben Kilometer springst, ist crazy. Und was macht Honeyfruit? Der Honeyfruit war hier markiert, also war hier riesig. I guess das hielt einfach eine Million HP, ne? Aber nicht drüber geredet. Aber I mean, honestly, ist fein. Like, so ein Change, in Ordnung. Generell, ich war sehr kritisch bei den Changes von Blastcone und generell den ganzen Früchten auf der Map. Ich dachte, es wäre ein terrible Change für League of Legends und es war ein geiler Change. Also, jetzt die noch stärker zu machen mit der Seele, ist nicht insane. Also, nicht mit der Seele, mit der Map. Und die Seele selbst, ja. Hat die Seele schon gesagt oder nur die Drachen? Weil die Drachen geben dir Damage Reduction und Damage. Und die Map kriegt stärkere Pflanzen. Was macht die Seele? The preseason change we want to talk about today is the long-awaited return of everyone's favorite Drake, the Chemtech Drake. While we're bringing Chemtech Drake back from the dead, she won't bring you back from the dead anymore. Instead, the new and improved Chemtech Soul grants more damage and damage reduction when you're low health. And when the Chemtech Drake takes over the rift, the plants on the map mutate and become empowered. For example, Scry's Bloom will grant movement speed when moving towards revealed enemies, and Blast Cone will take you further than ever before, like from blue buff to mid lane. We still have other plans for preseason. Okay, er hat nicht gesagt, was die Drachen machen. Die Seele gibt dir Damage Reduction und Damage, die Pflanzen ändern sich bei der Map, aber was geben die Drachen selbst? Ich meine, wenn er sagt, es gibt dir mehr Damage Reduction, vielleicht geben die Drachen einfach Damage. Aber er hat es eigentlich nicht gesagt. Mal gucken. Including the usual updates and tweaks to items and runes. And we'll share more information about our plans for these, and everything we discussed today as we get closer to preseason. That's all I have today. Thanks for watching, and let us know what you think about everything you heard. I'll hand things back to Reef to say goodbye. Thanks, Roxanne. So as you can see, we have a lot of exciting things in development. And as always, I've had a blast finally sharing all this cool stuff the team has been working on with all of you. Wait. Yeah? So I'm hearing that there is one last thing we forgot to show you all. You all remember the skin line you voted for at the beginning of the year, right? I think it was the Gothic skin line revamp. Well, our skins team has been hard at work reimagining that skin line, and they really want to share a bit of it with you now. So it's time for me to say goodbye. Bye! And time for all of you to see some sweet concept art for the new Fright Night skins. Oh mein Gott, my boy! It's my boy! Well, das ist ja echt ein cooler Skin, no? Lila-Schwarz ist generell underusedes Farbschema. Wer ist da? Warum hat Trundle eine Axt?
Oh, das ist cool. Die Skins mag ich sogar. Ja, was gibt's final zu sagen? Riot hat gesagt, 2022 war eine der kleinsten Preseason aller Zeiten. Es hat sich ja quasi gar nichts verändert, right? 2022 kam Camptech Drake und Hextech Drake raus und ein Drache wurde sofort wieder entfernt. Ansonsten ist quasi das Game gleich geblieben. Es kamen ein paar Bounty Shutdowns dazu, die ändern nicht das Game, right? Du kriegst aber mehr Gold und du spielst genau wie davor. Sie haben gesagt, 2023 wird eine der größten Preseason werden, die sie je gemacht haben, weil 2022 so klein war. Ich weiß, es ist nur der erste Teaser, aber es war schon eine sehr wenige Changes. Jungle-Rolle ein bisschen, okay. Camptech Drake zurück, okay. Und was noch? Ich hätte jetzt wirklich gedacht, ich höre jetzt heute, dass sie TP entfernen und dafür vielleicht ein Item entwerfen, das du kaufen kannst, mit dem du dich teleportieren kannst. Oder so, was viele gesagt haben, in der Alkove gibt es ein Portal, das sich unlockt oder irgendwie sowas. Ich hätte mit mehr Changes gerechnet, dass sie einfach mehr sagen. Ich nehme an, da kommt noch mehr. Weil Proxon hat ja getweetet, dass eine der wichtigsten Prioritäten für Riot ist, Toplane zu fixen in Preseason. Oder beziehungsweise er hat gesagt, sie wollen Toplane Satisfaction anpassen, weil sie wissen, dass Toplane sich scheiße anfühlt. Also hat der junge Mann hier gesagt, warte, wo ist er? Der hier. Hat es getweetet und ja, auf die Changes warten wir noch, ne? Ich hatte gehofft, dass die jetzt da drin sind, aber ja, ein paar neue Champions, Camptech Drake und Jungle leichter. Das sind noch nicht so große Preseason-Changes. Mal gucken, was da noch kommt. Aber auf jeden Fall schon mal interessant, in welche Richtung es geht. Dass die Jungle ändern, war klar. Das macht ja Riot irgendwie jede Season. Ansonsten war ja nicht viel in dem Spotlight drin über die Preseason selbst. Rein da, würde ich sagen. He has arrived to chat. Woohoo! Achso, sorry. Ja, ich war so. Nice, geil. Das war schon die Whitelist. Geil, dann ist Augen auch da, zu geliebter Twitch-Chat. Dann warten wir eigentlich nur noch auf Freddy. Dann können wir ein bisschen LEC gemeinsam gucken, über Draft reden, vielleicht was reviewen und das gute Leben beginnen. Und dann geht das Bootcamp so richtig los. Musik lauter, please. Kann ich gleich machen, mein Dude. Geiler Brownie. Den kann ich mir jetzt gönnen, sagt der gute Arguin. Ist doch nett von ihm. Kompliment an den Backenden.